geehrte Exzellenzen und Eminenzen. Dieses Video ist eine öffentliche Ankündigung, welche sich jedoch überwiegend an hohe kirchliche Würdenträger, insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus richtet. Anlass für diese Bekanntmachung ist, dass Christus mir in den letzten Jahren, verstärkt seit dem Jahr 2020, welches mit der Veröffentlichung der ersten sogenannten gelben Bände verknüpft ist, immer wieder angekündigt hat, dass er mir wichtige Informationen geben wird. Er spricht dabei von der Enthüllung von Geheimnissen. Diese Inhalte an die jeweiligen Adressaten zu übermitteln, stellt eine meiner Bevollmächtigungen dar, die ich vom Herrn erhalten habe. Ich werde diese besondere Aufgabe in Zukunft mit hohem Verantwortungsbewusstsein, mit Sorgfalt, Diskretion und Zuverlässigkeit ausführen. Worum handelt es sich bei diesen Geheimnissen? Dabei sind folgende Themenbereiche möglich: Informationen über zukünftige Ereignisse, die Kirche und/oder Welt betreffen, Informationen über interne Angelegenheiten der Kirche sowie theologische Informationen, die die Lehre betreffen. Möglicherweise werden sie auch konkrete Ratschläge oder Handlungsanweisungen für Einzelpersonen enthalten. Wie Sie bereits wissen, erhalte ich verschiedene Arten von Botschaften, wobei manche für die Veröffentlichung bestimmt sind, manche jedoch nur als Privatbotschaften vertraulich an Einzelpersonen, schriftlich oder persönlich von mir übermittelt werden. An dieser Stelle möchte ich nochmals ausdrücklich anmerken, dass ich lediglich als Überbringer der Nachrichten agiere. Ich übermittle alle Botschaften des Herrn so, wie er sie mir diktiert. Ich greife inhaltlich nicht ein. Ich verändere nichts. Ich habe keinen Einfluss auf die Themen. Diese sind mir vorab auch nicht bekannt. Ich erfülle nur meinen Dienst im Gehorsam gegenüber Christus. Was die Interpretation und Kommentierung der Mitteilungen betrifft, werde ich weiterhin, wie auch bisher schon, sehr zurückhaltend sein. Die Deutung der Botschaften überlasse ich den jeweiligen Empfängern, die aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung und fundierten Bildung die fachliche Kompetenz dazu besitzen. Aufgrund der Ankündigungen des Herrn ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren eine Vielzahl derartiger Mitteilungen geben wird, welche ich schriftlich festhalten und den entsprechenden Empfängern zukommen lassen werde. Sehr geehrte Bischöfe und Kardinäle, Sie werden daher aufgrund dieser beschriebenen Umstände auch in Zukunft von mir postalisch kontaktiert werden, einerseits durch persönliche Briefe, andererseits durch weitere Rundbriefe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.